glaube, dass wir als Gesellschaft überhaupt keine Vision mehr haben, wo wir hinwollen. Wir wissen ziemlich genau, wogegen wir sind, gegen Klimawandel, gegen Rassismus. Aber wofür sind wir? Ich glaube, das ist ein zentrales Problem und ich glaube, wir sollten es ändern. Ja, das ist genau das Thema, wo ich denke, was viele Menschen im Moment beschäftigt. Wir kommen aus 2 Jahren Corona-Krisen, wo wir gehört haben, was alles nicht geht, was alles abgesagt wurde, wo gleichzeitig ganz viele Menschen enorm irgendwie enerviert, engagiert sind für viele Dinge, aber wenig jetzt Hoffnung mehr da ist für die Zukunft. Und es bricht halt trotzdem so was wie ein post-Corona-mäßiges Gefühl auf, je nach Ländern natürlich, aber wo man irgendwie hofft, dass jetzt die Impfungen greifen, dass sich eine Art von Normalität wieder einstellt, dass man sich auch wieder treffen kann, soziale Kontakte wieder herstellen kann und auch in die größere Events, vielleicht jetzt mindestens bei uns in der Schweiz wird das angedacht, Sportevents, wo die Normalität so wieder kommt. Und die Frage ist jetzt etwas, was ist die positive Energie? Wo geht das hin? Gehen wir einfach zurück zu normal, wie vorher war und machen einfach weiter oder gibt es da noch Potenzial vorwärts? Das ist so eine Frage, die ich denke, die man sich stellen muss. Vielleicht, um dort etwas stark zu machen oder etwas, was ich den Eindruck habe, was vielen Menschen jetzt relativ klar ist, und da gibt es natürlich auch Ausnahmen, ist aber der Wunsch, wieder mehr soziale Kontakte zu haben. Also die Vereinsamung, das ist sicher eine Erscheinung, die uns jetzt begleitet hat, die letzten 1,5 Jahre. Und sicher der Wert und die Bedeutung, wenn wir von lebenswertem Leben reden, wenn wir davon reden, wofür leben wir eigentlich, die Bedeutung von sozialen Kontakten, von Verbundenheit, das ist wahrscheinlich etwas, was relativ universell gespürt wurde, das ist etwas, was wir wieder brauchen. Aber sonst mehr ist dann eben die Frage, was kommt da noch dazu? Eben Gemeinschaft ist sicher so etwas, wo man sagen kann, da gibt es eine gewisse Hoffnung, oder wenn man von Hoffnung redet, sieht man, ich habe die Hoffnung, wieder meine Freunde mehr zu sehen. Ich habe die Hoffnung, wieder mehr Menschen zu besuchen. Aber was kommt da noch mehr, eben zu deiner Frage? Aber das ist ja fast ein bisschen absurd. Ich habe heute so einen Cartoon gesehen, ich habe euch gezeigt, da sieht man so einen, der sieht einen Nachrichtensprecher und der Nachrichtensprecher sagt, uns ist es jetzt gelungen, die steigende Klimaerwärmung durch ein Mehr an sozialer Kälte auszugleichen. Und der andere rührt zu unserem Kaffee und sagt, ach, wie schön. Ne? Also ich glaube, es ist ein bisschen so eine ambivalente Sache. Einerseits gibt es diese Sehnsucht nach mehr Verbundenheit, aber es ist fast wie sich die Situation schönreden. Ja? Wir müssen uns halt dran gewöhnen, wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Es ist halt heute, digital ist das Normale heutzutage. Wir sind wie gar nicht mehr sprachfähig, über diese Pandemie zu sprechen, die mindestens so schlimm ist wie Corona, die Pandemie der Vereinsamung. Also Menschen sterben an Einsamkeit, Menschen können nicht überleben ohne Verbundenheit. Und wir wissen mittlerweile, okay, was wir gegen Corona tun und wie schlimm das ist, aber was nützt es uns, wenn wir am Schluss nicht an Corona sterben? Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, was nützt es uns, wenn wir CO2-neutral werden, aber unsere sozialen Kontakte so kaputt gehen, dass wir nicht mehr fähig sind, Liebe zu leben. Der Gerhard Hüther hat ein neues Buch geschrieben, Lieblosigkeit macht krank, wo er aufzeigt, unser Gehirn kann ohne warme und empathische und ganzheitliche Verbundenheit und Sozialkontakte genauso wenig überleben, wie wir sonst, weiß ich nicht, ohne Sonnenlicht, ohne Vitamine leben können. Und trotzdem, wir sprechen nicht darüber, was braucht es überhaupt, dass du als Mensch in Verbundenheit heil leben kannst. Was brauchen wir als Gesellschaft? Wir tun so, als wäre das völlig normal und wäre das Einzige, was zählen würde, ein Virus. Ja. Und wie gesagt, das war schon eine ziemliche Paradoxie oder eine krasse Wendung, dass plötzlich jetzt sozial sein heißt, dich distanzieren. Ja, Social Distancing, das war quasi der Marketing-Gag, wo die Idee war, wie kann man verhindern, dass dieses Virus sich ausbreitet und dann der Preis, den man dafür zahlt, Beziehung ist und Nähe ist und Intimität und Wärme ist. Und das ist schon ein echtes Problem, wo man sich jetzt schon auch, ich mir schon auch hoffe, dass jetzt in der Zukunft da wieder was aufblühen kann und gleichzeitig die Angst auch da ist, wie viel ist da jetzt auch bleibend in die kaputt gegangen. Also für wie viele Menschen hat man jetzt vielleicht auch eine Art Bequemlichkeit entdeckt. Ich kann einfach zu Hause sein, ich kann einfach übers Internet Kontakte pflegen, wie ich will, die kann ich dann auch wieder abschalten, wenn ich will. Ich kann eher konsumieren, ich kann mich so frei bewegen, wie ich das will. Und wie viel von dem bleibt, wie viel von dem hat nachhaltige Folgen, die man irgendwie auch vielleicht auch proaktiv wieder angehen sollte. Ja, genau. Und da wäre natürlich eine spannende Frage, wie macht man das? Wie komme ich wieder aus meinem Loch heraus, aus meinem digitalen Selbst?
Ich glaube, Corona hat uns ziemlich stark gezeigt, wo wir als Gesellschaft stehen, auch in anderen Bereichen. Also ich finde es erstaunlich, wie sehr uns auch die digitale Welt in solche Filterblasen unterteilt. Also ein Diskurs zwischen denen, die sagen, alles Corona-Politik und Impfung und das ist alles super gelaufen, also jetzt in Deutschland zum Beispiel, das muss so sein, und jenen, die sagen, nein, das ist ganz falsch gelaufen, da steckt eine Verschwörung dahinter oder irgendwo dazwischen. Es gibt keine Nuancierung mehr. Ja. Das ist nur einer der Bereiche. Ich glaube, Corona hat uns gezeigt, wo wir wirklich stehen, aber ich sehe wenig Impuls, eine Welt zu bauen, die da generell anders ist. Also sie zeigt uns einerseits, Sozialkontakte sind uns total wichtig und es ist schade, wenn die Buchgeschäfte um die Ecke zumachen, aber ich bin mir nicht sicher, ob nach dieser ersten Sehnsuchtswelle auf die ersten Events wieder zu gehen, wir uns nicht doch immer mehr an das Digitale gewöhnen, zu sagen, wenn es bei Amazon doch billiger ist und wenn ich auf Tinder doch nur swipen muss, warum müsste ich mich in diese abgrundtiefe Schwierigkeit einer analogen Beziehung noch hineingeben? Also wir erleben diese Digitalisierung und Vereinsamung in allen Lebensbereichen und ich möchte dieses Anfangsstatement nochmal stark machen. Wir haben zu wenig eine gelingende Gestalt von menschlichem Leben noch vor Augen. Was ist das wahre Leben? Was macht das menschliche Leben aus? Und darüber sollten wir sprechen, post-Corona. Sollten wir definitiv sprechen, genau. Und ich glaube, hier fließt auch in die Frage der Priorisierung ein. Du hast vorhin etwas auch kritisch angetönt, eben dass wenn dann die Welt sich gemeinsam gegen das Problem Klimawandel stellt. Und das ist natürlich ein Problem, und das würden wir alle auch einsehen. Und das sozusagen unsere große Vision ist dann die Frage, gut, jetzt geht es der Welt besser, aber was kommt daneben? Und die Frage der Priorisierung, du hast eben zum Beispiel über die Vereinsamung von vielen Menschen geredet, dass gewisse Dinge sich über Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte, schleichend eigentlich einnisten und Teil werden unserer Gesellschaft, eine gewisse Normalisierung erfahren und man redet kaum darüber und andere Dinge, die aber dann eben ganz, ganz oben sind auf der Liste, wo überall jeder darüber redet. Und da muss ich auch ehrlich sagen, ich habe teilweise auch dort den Eindruck, dass zwar diese Stimmen und Anliegen, die haben etwas für sich, aber die sind teilweise verhältnismäßig viel lauter, als wenn man innerlich dann eben fragt, ist das wirklich die höchste Priorität? Ist das, was man jetzt eigentlich in die Welt hinausschreien und über soziale Medien verteilen sollte? Und dort habe ich auch meine Fragen und dort würde ich sagen, dass dort braucht es andere Thesen, andere Ansichten, andere Wünsche. Was möchten wir jetzt in deiner Gesellschaft neu? Ja, das Problem ist immer nicht nur, was ist das Wichtigste, weil wenn du natürlich ein Narrativ hast, dass jetzt an Corona alle sterben oder das Narrativ, dass das Klima innerhalb von 5 Jahren kollabiert und wir sterben alle, ich halte beides für überzogen, aber dann ist nur noch Platz für eins. Aber das ist im realen Leben nicht so. Im realen Leben hast du immer ein Set von Problemen und so, das ist eigentlich die Weisheitslehre von Aristoteles schon, der sagt, also die Mesothese, also irgendwie abwägen zu können zwischen unterschiedlichen Erfordernissen, das ist das, wo menschliche Weisheit erst beginnt. Und mir scheint, dass uns da auch die sozialen Medien keinen Gefallen tun. Und die Medien spielen natürlich auch mit. Es gibt immer eine Schlagzeile, mit der am meisten Geld zu verdienen ist. Und da habe ich auch Anfragen an das ganze ökologische Thema. Nicht, dass es von der Gewichtigkeit nicht sehr weit oben wäre, aber wir müssen es vernetzt denken mit anderen Themen. Ne? Weil egal, welche Probleme auf uns zukommen werden, es wird Menschen brauchen, die fähig sind, in diesen hochkomplexen Themen auch noch zu navigieren. Also das Problem Ökologie wird nicht weggehen, wenn wir CO2-neutral sind. Dann sind es nochmal andere Probleme. Wir werden auch weiter mit hochkomplexen sozialen und wirtschaftlichen und allen möglichen Menschheitsproblemen zu tun haben. Und mich nervt auch diese Betonung auf dieses einzige Thema allein. Ich habe oft das Gefühl, es ist das einzige Thema, das gerade überhaupt im größeren Stil diskutiert wird, im Wahlkampf zum Beispiel. Ja, genau, heute, wir haben ja gemeinsam darüber ausgetauscht und ich fand, du hattest das sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, nämlich, was du gesagt hast, dass wenn man die größeren Parteien anschaut in Deutschland, ich glaube, wir müssen dann auch selbst fragen, wie sieht es bei uns in der Schweiz aus, aber in Deutschland, dass quasi eine Partei hat eigentlich eine These, jetzt auch für die Frage der neuen Wahlen und die anderen Parteien orientieren sich daran eben, sagen wir Ja dazu und in welchem Prozent sagen wir Ja dazu oder stellen wir uns dagegen. Kannst du vielleicht das nochmal ein bisschen aufgreifen, gerade eben zu diesem Thema? Ja, also vielleicht sehe ich es auch nicht, aber die einzige Partei, wo ich klar eine Zukunftsvision erkennen kann, sind die Grünen. Und das, was aber von den Grünen am stärksten rezipiert wird und am stärksten im Mittelpunkt ist halt die ökologische These. Die haben andere Thesen auch noch, aber das ist so das, wo du sagen kannst, okay, das ist klar, wir wollen klimaneutral werden. Und dann hast du Parteien wie die SPD oder auch die CDU, die da weitgehend zustimmen, vielleicht nicht in allen Punkten,
Punkt aber weit gehen. Dann hast du die FDP, die sagt, ja, es ist uns ein bisschen zu wenig auf die Wirtschaft geschaut, aber grundsätzlich bestreitet auch die FDP nicht, dass Klimawandel die Hauptherausforderung ist. Und dann hast du die AfD, die zu allem Nein sagt, was die Grünen sagen und sagen, genau das wollen wir nicht, aber da kann ich auch keine positive Vision erkennen. Und da habe ich einfach die Frage, ist wirklich die einzige positive Vision, die wir als Gesellschaft haben, die, dass wir gegen den Klimawandel sind? Und da nochmal eingeschränkt, die einzige, dass die Reduktion von CO2 das einzige ist, was uns da hilft. Ich spreche das wirklich als Laie, ich bin kein Politiker, aber das, was bei mir vom Wahlkampf rüberkommt, über was gesprochen wird, erscheint mir dieses Thema das einzige wirkliche Zukunftsthema zu sein, über das im größeren Stil gesprochen wird. Und es ist nicht das einzige. Das stimmt, ja. Es rührt natürlich an die Vorstellungskraft. Also wenn man sich überlegt, welche Filme, Blockbusters, Serien prägen unser Lebensgefühl im Moment, dann ist natürlich, und zwar schon länger, Day After Tomorrow oder so, voll. Klimakatastrophen, Weltuntergang, diese Dinge sind relevant, dann in die technologische Veränderungen, Dystopien, die mit denen kommen und insgesamt, und dann eben auch Pandemie, also ich sage mal, das Zombie-Genre in gewisser Hinsicht ist ja meistens eine Art Virus, das irgendwie die Menschheit bedroht. Also das ist schon ein Thema, das grundsätzlich in der Luft liegt, die Angst, in der Zukunft wird es nicht besser, sondern schlechter. Auf jeden Fall. Und was können wir tun? Wir müssen doch etwas tun, damit es besser wird. Und da kann man jetzt die eine Schiene fahren, die wir bis jetzt betont haben. Man kann kritisch sein, wo das zur einzigen Fackel wird, die wir hochhalten. Gleichzeitig ist es natürlich die Frage, die uns ja eigentlich beschäftigt, was ist die Alternative? Ja. Und du hast dich ja damit beschäftigt, du bist ja daran, also hast ein Buch geschrieben, das im September rauskommt und hast da ein paar Thesen formuliert. Was wäre die positive Vision, die wir brauchen für die Zukunft, in die wir reingehen? Die erste Frage ist immer die, welche positive Vision von Menschheit steht vor Augen? Und das ist das Erste, was mir auffällt. Diese Zukunftssachen, die wir haben, das sind entweder Zukunftshoffnungen für den Planeten, also dass wir den Planeten nicht kaputt machen, bis hin zu dem Punkt, dass wir sagen würden, Extinction Rebellion, vielleicht wäre es besser, wenn es den Menschen überhaupt nicht mehr geben würde. Also keine positive Vision für den Menschen. Auch Fridays for Future, das ist das Gefühl, der Mensch stört eher. Oder du hast so diese technologische Vision, also irgendwie die Technologie macht das Leben uns immer leichter, aber dahinter steht auch ein Bild, dass der Mensch von den Computern eher überholt wird. Also wenn mein Hirn ein Rechencomputer ist, naja, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis ein Chip erfunden wird, der noch schneller ist als ich. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, ich würde gerne neu über das sprechen, was ein Mensch ist. Und ich glaube, die meisten Menschen hier in der Moderne glauben, ein Mensch ist irgendwo zwischen Tier und Computer angesiedelt. Und ich glaube, beide Bilder stimmen nicht. Der Mensch ist kein Tier, auf jeden Fall bei Weitem nicht nur. Und er ist bei Weitem nicht nur ein Computer, sondern es gibt gewisse Grundquellen des Menschlichen. Man könnte fast von einer Ökologie des Menschen sprechen, die es wieder zu entdecken gilt. Ja. Und ein gutes Beispiel für dieses Menschenbild, da können wir vielleicht noch etwas mehr drauf eingehen, ist Harari. Yuval Harari mit seinem Buch Homo Deus, also Sapiens und dann Homo Deus, mehr oder weniger eine Weltgeschichte. Und die lebt ja genau von dieser Grundspannung, der Mensch irgendwo zwischen Tier in die Evolution eingebunden, dass man mit dem Verständnis von Evolution und mit neuen Biotechnologien so manipulieren kann, dass der sich möglichst glücklich fühlt und das wäre dann seine Lösung für das gelungene Leben. Ja. Mehr oder weniger, wir ingenieren uns genetisch zu immer glücklich seienden Göttern. Es ist eine Weltgeschichte, die eben dann auch in die Zukunft geht, oder? Sie geht an uns vorbei und geht noch weiter mit beiden Teilen. Ja. Und das ist die eine Schiene und die andere ist genau die, die du angesprochen hast. Technologischer Fortschritt mit künstlicher Intelligenz führt dazu, dass die irgendwie selbstständig werden und am Ende uns eigentlich überholen, viel intelligenter, viel besser, viel, was auch immer die nächste Stufe evolutionären Lebens ist, sind quasi diese Algorithmen, die uns irgendwie ersetzen. Und da kommen ganz fast unvermittelt, aber irgendwie scheint das niemanden zu stören. Beide Impulse. Es wird quasi wirklich, für uns ist eigentlich bald aus, weil die Computer übernehmen und einen unendlichen Fortschrittsoptimismus auf dieser wissenschaftlichen, wir können Krankheiten bekämpfen, wir werden sie bekämpfen, wir werden länger leben, es wird uns besser gehen, wir werden uns selbst glücklich, mit Ingenieurskunst glücklich machen. Und dieser Fortschrittsoptimismus, der interessiert mich jetzt schon auch mal
noch, weil da habe ich das Gefühl, das ist wirklich ein positiver Impuls in die Zukunft, der da ist. Ja. Und der ist auch kulturell prägsam. Ich würde sagen, Kulturpessimismus ist weit verbreitet, das ist klar. Aber es gibt auch eine Art von Wissenschafts- und Technikoptimismus, der auch da ist. Den kann man selbst nochmal kritisieren. Aber das ist schon auch eine Kraft, die mindestens mal nach vorne weist. Da würde ich viel Kritisches auch dazu sagen wollen, aber da kommt ein Impuls, es kann besser werden, wir Menschen können was tun, dass es besser wird. Genau, aber vielleicht dort, Johannes hat das vorhin gesagt, ich glaube, und wahrscheinlich gehen nicht alle diese Zukunftsvisionen, die auch jetzt, wie du beschrieben hast, würden jetzt in die gleiche Kategorie gehen, aber was schon man spürt und merkt, ist immer wieder, sie gehen in einer gewissen Weise an dem Menschen, wie er ist, wirklich vorbei im Sinn, dass sie sagen, die Zukunftsvision des Menschen ist, dass er sich übersteigt. Ja. Dass er eigentlich mehr Maschine wird. Genau. Dass er mehr der Technologie abgibt. Ja. In einem Sinn. Also das fand ich sehr, sehr passend im Sinn, also, dass beide Gefahren da sind, nämlich am Menschen vorbeigehen, wenn man sagt, der Menschen wird eher zu etwas Störendem. Eben bei Fridays for Future, wenn man das ganz kritisch betrachtet, kann es auch solche Bewegungen mit drin haben. Und eben auch bei dieser ganzen Frage von Enhancement, also irgendwie der sich übersteigende Mensch. Und dort, und ich weiß nicht, wie passend das ist, aber trotzdem so die Frage, wofür machen wir diese Dinge? Also wenn wir als Christen sagen, Evangelium ist, dass diese Dinge den Menschen dienen sollen. Oder auch, ich denke irgendwie an Irenäus, der gesagt hat, die Herrlichkeit Gottes ist der lebendige Mensch. Das ist ausgehend vom Menschen und vom Menschen her gedacht, wie soll es weitergehen und wie soll diese Welt gestaltet werden. Und dort kann man vielleicht schon sagen, das steht etwas quer zu dem, weil wenn der Mensch das Problem ist oder dasjenige, das übersteigt werden soll und von dort aus dann Zukunft gedacht wird, kann es ein falscher Ausgangspunkt sein. Und du sagst eben, du gehst vom Menschen aus und von dort aus willst du nachfragen. Also erstmal, ich bin voll bei dir und was du sagst, das ist ja nicht nur Harari, ne? Du musst ein Interview mit Elon Musk schauen oder sowas. Das ist da. Ja. It's way out there. Also das hat unser Denken komplett mittlerweile geprägt und es ist aber es ist wie als wäre Fortschritt an sich ein Selbstwert. Genau. Das Lustige ist, du kannst theoretisch auch in eine falsche Richtung fortschreiten. Es gibt auch einen Fortschritt von der Axt zur Muskete zur Atombombe, ist auch ein Fortschritt. Ja. Und das Interessante ist, in der Ökologie haben wir es geschafft, genau diese Frage dahingehend zu beantworten, die du gerade gestellt hast, nämlich zu schauen, was ist denn das Maß, in welche Richtung wir fortschreiten wollen. Wir haben gesagt, okay, wenn unser Fortschritt dazu führt, dass wir unseren Planeten zerstören, dann müssen wir unseren Fortschritt überdenken. Das ist übrigens nicht Fortschrittspessimismus, sondern Fortschritt ist immer so, du erfindest was Neues und versuchst es dann anzupassen. Wir haben irgendwann Fabriken gebaut im 18. Jahrhundert und dann im 19. Jahrhundert haben irgendwie gemerkt, warte mal, unsere ganzen Städte sind voll geschlotet. Das ist übrigens der Grund, warum sich schwarze Anzüge bei Männern durchgesetzt haben in London, weil alles so verrußt war, dass alle anderen Farben sowieso schwarz wurden. Überdeckt wurden. Und irgendwann hat man gemerkt, das ist vielleicht gut, wenn man die Fabriken außerhalb der Städte bauen und irgendwann kamen Luftfilter dazu. Das ist genuiner Fortschritt. Ja. Und mir scheint, dieser technologische Fortschritt, den wir momentan haben, verliert sein Humanum, sein menschliches Ziel deswegen aus dem Blick, weil wir schon im 19. Jahrhundert die Idee von dem, was ein Mensch ist, so enthüllt haben, dass nur noch was übrig bleibt, ja, wir müssen es halt bequem haben, wir müssen halt wegen meiner Hunger und Krankheiten bekämpfen, was schon gigantisch ist und in dem sind wir wunderbar. Ja. Aber in dieser Hinsicht sind wir wirklich nur wie Tiere und Computer. Und deswegen müssen wir uns nicht wundern, dass wir mittlerweile Filme haben, die uns eine Zukunft vorspielen, wo wir einerseits immer effektiver werden oder Elon Musk, wenn er sagt, er will zum Mars fliegen, jeder kann zum Mars fliegen und gleichzeitig sagt, ja, aber Freiheit werden wir keine mehr haben. Nee, weil das werden Algorithmen sein, die werden alle unsere Entscheidungen vorhersagen können und Mensch-Maschine, Neuralink und so weiter. Also, wo es einem gruselt, wo man sagen kann, super, wir sind auf dem Weg in eine wahnsinnig fortschrittliche Zukunft, wo wir als Menschen zwar keine Rolle mehr spielen werden, aber toll. Also und ich frage mich, warum hinterfragt es keiner? Und ich glaube genau, wir müssen neu über das sprechen, was einen Menschen ausmacht. Und das Problem ist genau, für Fortschritt nochmal, es fehlt der Maßstab. Der Punkt ist, faktisch ist das nicht unbedingt Fortschritt, sondern einfach Technisierung. Oder? Ja. Und dann ist die Frage, wohin geht der Fortschritt? So ähnlich wie wir es vorhin besprochen haben, mit der Frage, und viel von diesen Diskursen oder von diesen Ideen oder diesen Projekten gehen ja darum, das Leben besser zu machen, das Leben zu optimieren. Wobei besser ja auch ein tolles Wort ist. Ne? Und dann ist die Frage, genau, was ist besser? Oder auch optimieren, eben die Frage von, geht es darum, möglichst effizient zu sein, ist möglichst dann eben keine größeren keine größeren Distanzen zurücklegen oder was auch immer, ist das immer etwas, was man haben sollte. Auch quasi die Eindämmung von jeglichem
von jeglicher Anstrengung, von jeglichem Leid, Schmerz. vielleicht jetzt nicht in einem Verlustsinn oder so gedacht, aber vielleicht von Schmerz oder so, ist das immer das, was erstrebenswert ist. Macht das den Menschen in seiner Ganzheit, in seinem Charakter wirklich besser? Und da müssen wir schon Rückfragen stellen. Ja, das haben wir ja bei Corona gesehen. Also es waren ja die Situationen, du hattest Leute, die alleine im Krankenhaus sterben mussten, weil niemand zu ihnen durfte, damit sie nicht sich und andere gefährden. Ja. Also ich kenne eine Bekannte von mir, die arbeitet in einem Hospiz und im Hospiz wurden Leute geimpft. Also Leute, die über 90 sind, die im Sterben liegen, die hat man geimpft. Das hat bestimmt irgendwelche Gründe. Aber wenn wir monokausal nur an das denken, es geht um jeden Preis, um die Verlängerung des irdischen Lebens, das ist ja in einer komischen Paradoxie. Genau, wir haben in Deutschland, ja. wir haben Suizid auf Verlangen. Ja, gerade letztes Jahr im Bundesverfassungsgericht, also es ist okay, aus dem Leben auszuscheiden, wenn du das willst, aber ansonsten ist die Aufrechterhaltung des physischen Lebens das Einzige, was wichtig ist. Ja. Ob bei deinem Sterben deine Kinder, deine Angehörigen, deine Frau, dein Mann dabei ist, rückt dann in den Hintergrund. Genau. Und da ist mir schon wichtig, dieses Thema, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, okay, das physische Überleben des Menschen ist ein hoher Wert, aber es ist nicht der einzige Wert. Nicht der einzige Wert. Ja, ich habe während auch der Corona-Zeit habe ich ein halbes Jahr in einem Altersheim oder in einem Pflegeheim gearbeitet und habe Gottesdienste gefeiert. Weil ich dort Angestellter war, durfte ich auch noch rein, auch in der Zeit des Lockdowns. Ich habe dann immer alleine mit einer Musikbox Musik gemacht, weil eben die Pianistin nicht mehr rein durfte und so. Und dort gab es auch genau solche Gespräche. Ja. Und die waren wirklich... Die haben mich echt zum Nachdenken gebracht, weil dort waren Menschen, die gesagt haben, schauen Sie, wir sind seit 3 Monaten hier und haben keinen Besuch. 3 Monate? Ja, die hatten 3-4 Monate wirklich keinen Besuch. Und es ist auch schwierig, weil man will zum Beispiel die Alten- und Pflegeheimleitung, die will man nicht kritisieren, weil das ist natürlich immer ein Skandal, auch medial aufgebauscht, wenn so ein Pflegeheim dann wirklich diesen Virus hatte, dann gab es ganz, ganz schnell viele Todesfälle. Ja, und das heißt, sind auch dass unendlich schwierige Entscheidungen. Genau, das ist eine unglaublich schwierige Entscheidung. Deswegen geht es mir nicht darum, jetzt irgendwie eine Pauschalkritik zu üben oder so. Aber es zeigt eben, dass wir gewisse Dinge auch gesellschaftlich, wahrscheinlich auch unhinterfragt, irgendwie vorreflexiv einfach als höher einstufen als andere und mit dem auch gewisse Freiheiten einschränken. Weil ich glaube, dort haben wir diesen Menschen auch zu einem gewissen Maß wahrscheinlich Unrecht getan, weil dass die mitentscheiden können und sagen, die Qualität dieser letzten Monate, des letzten 1-2 Jahres, da will ich mitentscheiden und die ist mir viel, viel höher, indem ich Menschen noch sehe. Und natürlich immer mit dem Versuch, dann nicht auch andere zu gefährden. Ich glaube, das war ja das große Gegenargument, was verständlich ist. Aber dort hat sich etwas gezeigt, weil Sicherheit um jeden Preis irgendeinmal dann auch an seine Grenzen kommt, wo dann Leute auch nachfragen, um jeden Preis, ist das wirklich so? Gibt es nicht gewisse Dinge, die dann eben kaputt gehen, brach liegen, die nicht mehr gerettet werden können, auch im Nachhinein? Und das wird sich auch zeigen in der Post-Corona-Zeit. Und das ist eine enorm schwierige Balance. Das bloße Überleben ist natürlich die Voraussetzung, dass man dann mit dem Leben irgendwie was Gutes, was Sinnvolles, was Schönes machen kann. Deswegen ist der Blick darauf irgendwie sinnvoll, aber... Auch beim Klimawandel geht es ja genau um das, wenn man so hört, es ist 5 vor 12. Wenn jemand das sagt, dann versteht man, wenn sie von dieser Seite kommen, dass mit dem dann auch der Aufruf ist, der Appell. Und deswegen müssen wir jetzt alle darauf schauen. Das ist halt unfassbar gefährlich. Also du kannst halt jedes Argument aushebeln, wenn du eine Szenerie erstmal entwirfst, wenn wir an dem einen Punkt nicht handeln, dann sind wir morgen alle tot. Ja, toll. Stimmt, genau. Ich meine, du willst ja auch sagen, das menschliche Leben besteht aber auch darin, dass wir Entscheidungen nicht nur nach dem treffen. Also ich mache ein krasses Beispiel, es hätte nie einen Widerstand im Dritten Reich gegen Hitler gegeben, wenn jeder gesagt hätte, das Wichtigste ist das körperliche Überleben. Es hätte wahrscheinlich auch nie eine amerikanische Unabhängigkeitserklärung gegeben, wenn gesagt haben, Hauptsache von uns stirbt niemand. Also nochmal, mir geht es da jetzt überhaupt nicht in erster Linie Corona, ich habe da das nicht irgendwie Kritik an Corona-Regierung, aber es gibt was im Menschen außer Verbundenheit, nämlich noch ein zweites, das ist Sinn, das heißt eine Orientierung an was Höchstem, was erst dann zum Tragen kommt, wenn wir sagen, es ist eben nicht das Einzige, ob ich sterbe oder nicht sterbe. Es gibt was es wert ist, sogar das Leben dafür dran zu setzen. Erst da beginnt das wirklich Menschliche, meines Erachtens. Vielleicht von dort her, also ich habe auch Freunde, die irgendwie außerhalb meines Umfeldes oder so, mit denen ich teilweise auch austausche. Und dort wäre zum Beispiel, wenn ich fragen würde, was ist der höchste Wert? Und dort würde wahrscheinlich sehr, sehr schnell Gesundheit kommen. Gesundheit ist der höchste Wert. Hauptsache gesund. Das habt ihr sicher auch schon gehört, so als Wunsch. Bleib gesund, das ist ja das Wichtigste. Und da denke ich immer, ist das Wichtigste? Das sagen oft die Ich Großmütter. bin nicht ganz sicher. Die Großmütter sagen, genau, die sagen das auch und so. Und von dort aus auch wieder verständlich, weil dort vielleicht auch quasi das Ende des Lebens näher ist, wo man sich dann auch intensiver damit auseinandersetzt, mit körperlichem Gesundsein. Aber ich glaube, das ist auch so etwas, was man dann auch wieder so
unbewusst in einer Gesellschaft hat, wo aufzeigt, was sind eigentlich für gewisse Grundprioritäten und Grundwerte da, weil eben die Gesundheit und wie du auch vorhin gesagt hast, oder eben, dass Menschen überleben, das sind die Bedingungen dafür, dass dann Leben gestaltet werden kann. Ja. Aber wir bleiben dann oft gesellschaftlich bei den Bedingungen. Und das war ja auch dein Anliegen bei deinem Buch, also eben zu sagen, mal weg von nur den Bedingungen und von den Umrissen, was wir alles brauchen, damit man gut leben kann, zur Frage, was ist dann das Zentrale eines Menschenlebens? Es gibt einen Unterschied zwischen Überleben und Leben. Ne? Ja. Die Güter brauchen wir zum Überleben, die Dinge. Mhm. Aber wir leben nicht von den Gütern, sondern wir leben vom Guten. Wir leben von etwas, was an sich wert ist. Und natürlich, Hauptsache Gesundheit, den Satz, glaube ich, kritisiert man besonders dann leicht, wenn man gerade nicht krank ist. Ja, das stimmt. So, also Gesundheit ist ein unfassbar hohes Gut, aber wie eng allein emotionale, psychische und sogar spirituelle Gesundheit zusammenhängt mit körperlichen, wissen wir ja auch. Also ich glaube, niemand würde sagen, Hauptsache der Körper ist gesund, egal wie es mir dabei geht. Nein, nicht egal, wie es mir dabei geht. Das heißt, wir müssen, genauso wie Ökologie, wir müssen Gesundheit auch ganzheitlicher denken. Wir Menschen sind nicht gesund ohne heile Beziehungen und zwar in alle Dimensionen. Wir Menschen sind auch nicht gesund ohne Sinnorientierung. Der Mensch ist nicht geschaffen, einfach nur zum Überleben, sondern zu einem Leben aus, wie ich glaube, Verbundenheit, Sinn und Schönheit. Das ist meine These, dass wir das als Menschen genauso zum Überleben brauchen, wie die Luft zum Atmen, das Sonnenlicht und Wasser und Kohlenhydrate. Ja. Verbundenheit, Sinn und Schönheit. Könntest du das ein bisschen ausgestalten oder sagen, wie kommst du zu denen? Ja, wahrscheinlich man könnte die auch noch mal ein bisschen anders nennen. Verbundenheit geht davon aus, dass wir Menschen schon allein von unserer Gehirnstruktur her unfassbar komplex gebaut sind für soziale Interaktion. Einmal mehr, Gerald Hüther hat ein neues Buch geschrieben, Lieblosigkeit macht krank. Wir können nicht leben ohne Liebe, ohne Verbundenheit. Das sieht man auch schon von den frühesten Spuren, allein wenn du Urmenschen unterscheidest von hochentwickelten Primaten, die übrigens auch schon ein gewisses soziale oder ein starkes Sozialleben haben. Was wir Menschen nochmal tun, hauptsächlich dadurch, dass wir Sprache haben, ist noch jenseits von all dem. Wir können nämlich nicht nur uns verständigen, das können Schwäne auch oder das können Bonobos auch, aber ich kann eine innere Theorie entwickeln vermittels Sprache über das, wie du jetzt denkst und dass der Oliver eigentlich was anderes meint und so. Das heißt, wir sind Wesen der Verbundenheit. Und meine These ist nochmal, dass Verbundenheit immer nicht nur in diese Richtung geht, sondern auch Verbundenheit zu mir selbst und sogar Verbundenheit nach oben, diese Offenheit zur Transzendenz. Und das Zweite ist das Thema Sinn. Auch Sprache funktioniert ja narrativ. Wir sagen ja, was du sagst, macht keinen Sinn. So ist ja eingedeutscht, das ist ja irgendwie doesn't make sense. Sinn hat ja nicht ein einziges Wort, sondern Sinn hat einen Satz. Tiere haben Lautzeichen, aber nur wir Menschen haben Sinnstrukturen unserer Sprache. Das heißt, wir unterstellen, dass es im Kosmos, dass es im Universum irgendwas gibt, was zusammenhängt. Ob das wirklich ist oder nicht, wir Menschen können nicht anders denken als in narrativen Strukturen, in wahr und falsch, in Propositionen und so weiter. Wir Menschen brauchen, das ist eine absolut schreckliche Vorstellung, aber es gab Situationen in Konzentrationslagern, wo die SS den Häftlingen befohlen hat, morgens grabt ihr ein tiefes Loch mit bloßen Händen oder mit ganz primitiven Mitteln, am Abend grabt ihr es wieder zu. Am nächsten Morgen das Gleiche. Jeden Tag wieder. Die Leute werden wahnsinnig oder sie sterben nach ein paar Tagen. Also Menschen halten das nicht aus. Ich glaube, Menschen können manchmal körperlichen Schmerz leichter aushalten, wie diese Erfahrung der totalen Sinnlosigkeit. Und wir leben tatsächlich auch in einer Welt von einer gefühlten großen Sinnlosigkeit. Also das ist ja das Erstaunliche, dass es Suizid in ganz armen Kulturen oft nicht gibt. Also du kommst an einen Punkt, wo du irgendwie alles hast und merkst, es macht keinen Sinn mehr. Und wir Menschen können nicht ohne Sinnorientierung leben. Und das Dritte, eines der ursprünglichsten, ältesten Dinge, die wir Menschen überhaupt getan haben, an dem du erkennen kannst, dass du es bei einem steinzeitlichen Grabwegen mit Menschen zu tun hast und nicht mit Affen, ist, dass Menschen anfingen, die Körper zu bemalen oder die Wände zu bemalen oder Fälle zu bemalen. Es gibt keinen Grund, warum Menschen das tun. Warum haben Menschen Kunst? Warum haben Menschen Schönheit? Wir Menschen brauchen Schönheit genauso wie die Luft zum Atmen. Und mich beschäftigt aber, wie geht es uns mit diesen 3 Grundbestandteilen des Menschlichen? Ich glaube, es sind der Schlüssel für eine Kultur, die uns wirklich dem Menschlichen wieder näher brächte und nicht nur schneller, effizienter und digitaler machen würde. Ja. Wobei ich schnell, effizient und digital gut finde. Also es ist absolut, es geht nicht um Fortschrittsskepsis, überhaupt nicht, sondern um einen human-shaped Success, also um Fortschritt, der menschliche Gesichtszüge noch trägt. Und der dem Menschen dient letztlich. Der dem Menschen dient. Wenn wir eine Analyse machen von der Zeit, in der wir leben, sind ja sicher diese 3, die du jetzt genannt hast, nicht unbedingt
selbstverständlich, oder? Also in dem Sinne, sie sind nachvollziehbar, aber wenn ich mir überlege, genau Verbundenheit, darüber haben wir auch schon geredet, in der digitalen Zeit ist ja genau das, was irgendwie weniger da ist. Also jetzt notgedrungen weniger war. Vielleicht über digitale Interaktionen grundsätzlich. Also spannenderweise kann man viel mehr Kontakte haben, aber auch irgendwie weniger, vielleicht zum Teil qualitative Kontakte. Also Verbundenheit ist sicher etwas, was in Frage gestellt ist. Sinn ist sowieso die große Frage, die Menschheit beschäftigt. Was ist der Sinn des Lebens? Was machen wir mit all dem? Und da ist auch so die Frage, was ist auf dem Markt und wie viel Sinn habe ich oder sehe ich für mein Leben, für das, was ich tue, in dem, was ich tue, in meinem Alltag. Und Schönheit wirkt ja immer mehr so etwas wie das Subjektives. Schönheit ist, du findest halt gewisse Dinge schön, ich finde andere Dinge schön und so. Aber viel von dem, was wir erleben, ist auch nicht unbedingt schön. Also je nachdem, wir sind heute bei Regen durch unsere Stadt hier Biel gefahren, da ist viel, ehrlich gesagt, ist viel von dem nicht unbedingt sehr, sehr schön. Müssen wir uns eingestehen, ja. Müssen wir uns eingestehen. Hat seinen Charme, aber ist nicht unbedingt schön, ja. Ja, aber das Komische ist, dass wir uns so dran gewöhnt haben, ja. Für uns ist es irgendwie normal, dass wir sagen, oh, ich wohne in der Altstadt. Ach, schön, in der Altstadt, ja, da verbinden wir was Schönes. Du sagst, ich wohne in der Neustadt und wir unterstellen, in der Neustadt. Warum eigentlich? Wir sind technologisch viel fortschrittlicher als vor 300 Jahren. Ja. Warum sehen die Innenstädte Italiens, die Altstädte im 16., 15., 17. Jahrhundert erbaut, auch Jahrhunderte später noch so gut aus? Und warum reißen wir die Sparkassen aus den 70er Jahren und die Wohnblocks aus den 60er Jahren reihenweise ab, die damals gebaut wurden? Also ich frage mich immer, warum findet es jeder normal? Ihr habt auch ein tolles Video dazu gemacht, aber warum stellt niemand diese Frage? Was ist uns grundsätzlich als Menschheit verloren gegangen? Ja. Warum will denn da niemand drin wohnen? Ja. Wir Menschen wollen in schöner Umgebung wohnen. Warum bringen wir trotzdem das Hässliche hervor? Ja, weil wir, also ein Grund, denke ich, ist, weil wir in einer Welt leben, wo Funktionalität als das Wichtigste gehandelt wird. Und das ist wieder das gleiche Argument wie vorher. Ja. Es ist ja nicht eine menschliche Funktionalität, denn das Schöne ist ja funktional. Ja. Es ist eine reduzierte Funktionalität auf das reine Überleben und auf die reine Vermarktbarkeit. Ja. Vermarktbarkeit und auch das Gefühl, möglichst effizient oder eben folgenreich die Welt manipulieren zu können. Extrem viel von dem, was wir heute erleben, lebt eigentlich von diesem Gefühl, meine Freiheit sollte von nichts eingeschränkt werden. Voll. Und deswegen forschen wir an Dingen, entwickeln wir Tools und Werkzeuge und Medien und was auch immer, die meine Reichweite vergrößern, die es mir erlauben, die Welt immer mehr und mehr nach meinem Willen, nach meinen Bedürfnissen zu gestalten, nicht zuletzt meine Gesundheit, meinen Körper nach dem zu gestalten, wie ich das will. Und das Paradoxe ist nur, dass wenn man sich dann anschaut, was die genauen Dynamiken von dem sind, die nie nur neutrale Werkzeuge oder Tools sind, die wir brauchen, sondern die machen immer auch rückwirkend was mit uns. Die verändern unsere Perspektive, die verändern unsere Wahrnehmung. Und nur so kann ich mir erklären, dass so ein Buch wie Homo Deus von Harari auch so viel Zustimmung erfährt. Warum wird es ein Bestseller? Vielleicht auf der einen Seite irgendwie eine Art Gruselgeschichte im Blick auf die Zukunft, aber es gibt ja unglaublich viele Menschen, die sich mit dem identifizieren, die das irgendwie toll finden, die diese Perspektive auch unterstützen. Und da frage ich mich, woher kommt diese fast selbstzerstörerische Tendenz, dass man das irgendwie umarmt, dass man das irgendwie aktiv daran weiterforscht. Also wenn man wirklich das Gefühl hätte, es kommt die technologische Dystopie, die Welt geht unter wegen den Algorithmen, warum forscht man dann aktiv daran weiter? Ja. Wäre ja nicht alternativlos. Also ich habe mich ein wenig damit beschäftigt, Samuel Butler im 19. Jahrhundert, ein Autor, der Romane geschrieben hat, und der hat genau ziemlich früh schon vorgedacht, was, wenn Maschinen sich selbst fortpflanzen könnten und sich selbst verbessern könnten, dann gäbe es sowas wie ein Selbststeigerungseffekt. Und das ist eigentlich im Kern die Vision von all diesen technologischen Dystopien. Ja. Und der sagt dann aber, deswegen sollten wir alle Maschinen kaputt machen. Deswegen sollten wir alles zerstören und weg mit dem. Ist er Amish geworden? Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Das ist nicht die Lösung. Aber warum ist es bei uns, warum gibt man sich so willig in das rein? In diese... Warum ergeben wir uns in die Dystopie? Weil es da eine Grundoffenheit des Menschen gibt an der Stelle. Also was du vorher gesagt hast, das kommt ja in alten Mythologien auch vor, Prometheus, wie auch immer, dieser Wunsch,
selber alles umzugestalten. Ich denke da am stärksten an die Biotechnologien, die ja aktiv dabei sind, menschliches Erbgut neu zusammenzusetzen und natürlich, das ist wahnsinnig toll, Erbkrankheiten dadurch heilen zu können, aber sich mal das auf der Zunge zergehen lassen. Wer wäre gerne ein Mensch, von dem er weiß, er stammt nicht von einem Vater und einer Mutter oder so ab, sondern ist zusammengebaut worden im Labor. Das ist eigentlich eine Frankenstein-Vision, die jeder gruselig findet, aber das Versprechen von Weltreichweite, von Beherrschbarkeit, das ist trotzdem da. Und mich erinnert es tatsächlich an die uralte Geschichte vom Garten Eden, wo es dieses Versprechen gibt, bemächtige dich dieser einen einzigen Sache, der du dich nicht bemächtigen sollst. Kannst du sagen, warum ist denn ausgerechnet diese eine Frucht so reizvoll? Der Garten ist komplett voll mit Früchten, aber das eine, nämlich die Erkenntnis von Gut und Böse, also maße dir selber an, autonom, ohne Rückbindung an irgendjemand, einfach zu definieren, was wahr und falsch ist. Die große Verführung jeder Ideologie und das Versprechen ist, dann bist du wie Gott. Genau. Und die Wahrheit ist, eigentlich sind Adam und Eva vorher schon wie Gott, sind nämlich Abbilder Gottes. Und sie essen aber von der Frucht und es passiert nicht, dass sie auf einmal wie Gott werden, sondern sie erkennen, dass sie nackt sind. Das heißt, sie blicken auf sich und es ist was kaputt gegangen von ihrer Schönheit, von ihrer Unverfügbarkeit und ihrer Freiheit. Und ich glaube, hängt gar nicht an Technologie, es ist die alte grundsätzliche Verführbarkeit des Menschen, das zu zerstören, aus dem er eigentlich ist. Und das, aus dem er eigentlich ist, würde ich jetzt sehr metaphorisch sagen, dass der Mensch ein Geschenk ist. Dass wir uns eben nicht selber machen. Und da ist es so trügerisch, auch diese Metapher mit der Evolution, dass wir uns einfach nur emporentwickelt haben und einfach nur immer weiterentwickeln. Man kann das so sehen, aber das hört sich so an, als hätten wir uns selber emporentwickelt. Das ist aber nicht so. Natur ist ja was wir empfangen. Auch unsere menschliche Natur empfangen wir und die gilt es zu bewahren. Und das ist ganz klar, wo der Mensch sich anmaßt, zu definieren, was noch Mensch ist und was nicht, wird Menschenblut fließen. Wir haben das in allen Diktaturen gesehen. Und du hast dort, also du hast das irgendwie auf den Punkt gebracht in dem Sinn von, du hast ja vorhin auch gesagt, wir denken narrativ und wir unsere Narrative prägen. Wir denken immer narrativ und unsere Narrative prägen, wie wir dann eben in die Welt blicken und nach vorne schauen. Yuval Harari ist ein gutes Beispiel, wenn man eben sein Homo sapiens hört und liest, das ist ja sehr konstruktivistisch. In einem Sinn von, diese Dinge sind alles so gekommen, weil wir das mitkonstruiert haben. Das gibt nicht einen höheren Sinn. Das ist so geworden. Also in einem gewissen Sinn, wenn man von dort anschaut, okay, seine Narrative, wie wir hier hingekommen sind, hat irgendwie einen logischen Zusammenhang dann mit seinem Homo Deus, wie es von hier aus weitergeht. Und ich glaube, dass bei ganz vielen Menschen eben überhaupt dieses Verständnis von Welt als Gabe, Menschsein als Geschenk. Wir gehören uns nicht selbst im gewissen Sinn. Unsere Stunden sind uns anvertraut, sind uns gestundet. Alle diese vielleicht Grundpfeiler unserer Narrative, wie wir in die Welt schauen und wir auch unser Leben und den größeren Zusammenhang deuten, die sind ja wahrscheinlich bei vielen von denen, die sehr, sehr sagen wir jetzt, sehr, sehr technologisch versiert sind mit dem Wunsch von, wir gestalten die Welt, wir werden zu kleinen Schöpfern in einem gewissen Sinn. Diese Narrative ist ja ganz, ganz diametral anders bei vielen von denen, oder? Ja, außer bei der Ökologie. Da wissen wir es. Unser Planet ist uns anvertraut, wir haben ihn nur von unseren Kindern geliehen und so weiter. Ja, und das, was wir übersehen, ist, auch der Mensch ist Teil der Natur. Warum glauben wir, dass es Regeln gibt, wie du Hunde halten darfst, weil sonst ist es nicht, das ist Tierwohl gefährdet? Warum glauben wir nicht, dass es vielleicht bei Menschen auch sowas gibt? Dass es gewisse Regeln gibt, dass es eine Ökologie gibt, was ja von Oikos, Haus kommt, eine Logik des Hauses, also wie menschliches Zusammenleben funktioniert und wie nicht. Da sagen wir, nee, das soll jeder selber frei entscheiden. Und vielleicht dort, also hast du den Eindruck, und das wäre jetzt eine Frage dort, hast du den Eindruck, und ich würde dann vielleicht teilen, dass es eine gewisse Verarmung gibt darüber, was eigentlich die Menschenrechte in den letzten 60, 70 Jahren dargestellt haben, eine Verarmung, dass man gar nicht mehr darüber redet und die gar nicht mehr gleich nach vorne, weil viel von dem ist ja eigentlich in vielen von diesen Menschenrechten, die wir vielleicht auch post-Zweiter Weltkrieg und so gemeinsam formuliert haben, viel von dem lässt sich ja finden eigentlich darin, in einer gewissen Hinsicht. Ja, ich meine, Rechte ist natürlich immer ein juristischer Begriff. Manche haben gesagt, wir müssten nicht nur von Menschenrechten reden, sondern auch von Menschenpflichten. Es gibt eigentlich keine Rechte ohne Pflichten. Und mich stört eher dieses starke Ding auf, was ist denn jetzt mein Recht, weil es oft sehr individualisiert ist. Und die Frage ist ja
ja immer, mein Recht endet ja dort, wo dein Recht beginnt und da entsteht meine Pflicht. Und die Pflicht ist die Sorge um die gemeinsame Grundlage dafür, dass wir uns diese Rechte auch noch gegenseitig zusprechen können. Und da sind wir irgendwo bei Verbundenheit, Sinn und Schönheit. Das Menschenrecht, dass jeder frei seine Meinung sagen darf, das entsteht erst, wenn wir überhaupt eine Kultur und eine Gesellschaft haben, der freien Rede, auch der Möglichkeit zu verstehen, was du sagst. Und ich glaube, wir gehen eher auf eine Zeit zu, wo nur noch Individuen und Identitäten aufeinander prallen, die sich feindlich gegenüberstehen, dass wir diesen hohen Wert der gemeinsamen Orientierung an was Wahrem und an Sinn aus dem Blick verlieren. Aber ich will überhaupt nicht zu negativ klingen, sondern ich glaube, es gibt einen unglaublich großen Hunger, es gibt eine Sehnsucht danach, aus dem rauszukommen. Und an so einer Welt sollten wir bauen, zu sagen, nein, wir müssen überhaupt nicht nur in eine Richtung die Zukunft uns vorstellen. Da ist definitiv was Besseres denkbar. Ja. Und ich glaube, viele von diesen Dynamiken sind vielleicht auch gar nicht so bewusst. Also ich sage mal, dass vielleicht wenige Menschen sich überlegen, jetzt tue ich was Böses. Also vielleicht ist die Frucht nehmen, selbst unterscheiden können, wollen zwischen Gut und Böse, selbst mich bestimmen zu können. Vielleicht ist viel von dem auch, wie es sich konkret entwickelt, vielleicht dann auch banaler als ein bewusster Akt. Also wenn das reflektiert wird, dann kommen vielleicht solche Dinge. Dann sage ich, ich will mich selbst bestimmen, ich will mehr Freiheit, ich will tun und lassen können, was ich will, auch technologisch die Welt gestalten nach meinem Willen und so weiter. Aber jetzt in der Praxis, wie entstehen diese Prozesse, frage ich mich manchmal, ob nicht einfach, vor allem in der Forschung, man tut etwas, weil man es kann. Ja, ist ja die Banalität des Bösen. Genau. Also es gibt ja auch diese Mächte, die sich wie selbst, also deswegen bin ich eigentlich ein Fan dieser alten Rede davon, dass es wirklich das Böse gibt. Wir Menschen durchschauen einfach nicht immer, was wir machen. Ja. Sondern es gibt Entwicklungen und am Schluss sagen wir sind in was reingeraten und wir wollten da nie hin. Und deswegen finde ich es so interessant, auf diese Dystopien eben zu schauen und in das Gespräch zu kommen und zu sagen, warte mal, wir wollen doch nicht wirklich hier hin. Ja, aber dann müssen wir anfangen, über Verbundenheit, Sinn und Schönheit zu sprechen, mit allen Konsequenzen. Und dann kommt auch wieder eine positive Lebensvision ins Blick. Ja. Und ich denke, der Impuls, wie kommt es dazu, dass ich überhaupt jemand werde, der sagt, ich will da aktiv was Positives mitgestalten? Da kommt viel rein. Ich denke, eines der Hauptprobleme ist Gleichgültigkeit. Genau weil vielleicht viele der Probleme, die entstehen einfach, weil niemand Sorge trägt, weil es einfach egal war. Ich tue was, weil ich kann, ich tue was, weil die Konsequenzen mich nicht direkt betreffen oder weil mir niemand nachweisen kann, dass ich es getan habe. Und die Frage, oder das Interessante ist, wie werden wir zu Menschen, die aktiv uns kümmern, die aktiv Sorge tragen und die überhaupt sagen, ich raff mich aus dieser Bequemlichkeit, aus diesem ohne Konsequenzen was tun zu können, Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ich setze mich auch aktiv ein für eine bessere Welt. Ja. Ich bin nicht nur jemand, der einfach, die Dinge geschehen halt, wie sie geschehen, sie entwickeln sich, neue Technologien kommen raus, politische Systeme verändern sich, sondern dass man da aktiv wird als Mensch. Und ich glaube, genau dort ist, und das wäre ja dein erster Punkt, das Thema der Verbundenheit. Ich glaube, vielen von uns, vielen unserer heutigen Zeit und Gesellschaft, und ich würde jetzt wahrscheinlich dort eher von der westlichen Welt reden, weil ich die anderen Kulturen vielleicht auch zu wenig kenne, um mir irgendwie dort eine Art anzumaßen, das auch irgendwie dort durchschauen zu können oder so, aber quasi diese Segmentiertheit, einerseits auf Gruppierungen, die vielleicht dann eben quasi so deine Bubble ist, wo du damit redest, aber auch, dass du dich so sehr, sehr stark als Einzelidentität siehst. Voll. Das sieht man beispielsweise, es gibt ja sehr ernüchternde Statistiken, wenn es um Zivilcourage geht. Wow. Ja. Oder um die Frage von, greift man an, wenn man eben etwas sieht, weil eben, je mehr, dass man sich als Gesellschaft und mit dem auch als irgendwie teilhaftig daran sieht, im Sinn von, ich habe auch Pflichten, ich bin irgendwie dort mit Teil davon, ich fühle mich und ich bin verpflichtet in einem gewissen Sinn dem Gemeinwohl. Ich glaube, das ist so ein Begriff, der noch kommt vielleicht aus anderen Jahrzehnten vor uns, aber der kaum mehr jemand von uns irgendwie versteht, was mit dem gemeint ist und so. Und von dort her auch dann eben die Frage, wenn das gar nicht mehr so vorhanden ist. Ja. Deswegen wird dann es auch immer mehr so, dass es kümmert mich nicht, es muss mich nicht kümmern. Ja. Ich glaube, wir haben auch eine andere Herausforderung. Es ist eine große Chance. Du hast vorhin davon geredet, dass eine Gesellschaft, wie wir sie haben, eigentlich erst überhaupt die Bedingung der Möglichkeit ist, dass man sich frei
dass man quasi Darf ich ganz kurz nochmal einhaken bei der Stelle mit der Verantwortung? Wir haben aber dann ja so eine Pseudo-Verantwortung, sodass ich sage, aber auf einmal ist es mir ganz wichtig, ob jetzt mein T-Shirt fair gehandelt wurde, dann kaufe ich das eine fair gehandelte T-Shirt oder blogge irgendwas, dass es schlimm ist in Pakistan und dann gehe ich wieder zurück in meine kleine Bubble. Ja, genau. Und ich glaube, also es ist schon interessant, dass dieses Gebot heißt, liebe deinen Nächsten. Ja, es ist leichter, den Fernsten zu lieben. Ja? Es ist leichter, den auf der anderen Seite der Welt zu lieben, eigentlich mein eigenes Leben, meine unmittelbaren Beziehungen im Umfeld, da komplett losgelöst zu leben, da zu Verbindlichkeit nicht mehr fähig zu sein, aber zu sagen, ich setze mich total ein für die Leute in der dritten Welt oder irgendwo, da überweise ich was drüber. Und da gibt es, glaube ich, eine große Unwahrhaftigkeit an der Stelle. Genau. Die Verbundenheit fängt nämlich nicht beim Globalisieren an, sondern sie fängt an mit den ersten Beziehungen, in denen ich bin. Und dann die nähere Nachbarschaft, das unmittelbare Umfeld und ein Hashtag oder ein Gutzeichen macht einem noch nicht zu jemand, der eben am Gemeinwohl... Richtig, aber ich habe dich unterbrochen, es war mir nur wichtig, gar kein Problem. Ja, das ist auch so. Das andere war noch, ich glaube, ein Dämpfer, den wir dort haben. Du hast zwar gesagt, das ist die Bedingung der Möglichkeit, dass man eben eine Gesellschaft hat, wo man auch freie Meinungsäußerung haben kann. Wir haben eine sehr plurale Gesellschaft. Dort sehe ich aber auch eine gewisse Herausforderung, wenn es um die Frage von Sinn geht. Schönheit vielleicht in einem weniger starken Maß, weil dort kann man sicher gewisse Kriterien zusammen erfüllen, aber in einer pluralen Gesellschaft, wo man eben vielleicht auch hinnehmen kann, muss und das vielleicht auch als Gewinn sieht, aber vielleicht auch man merkt, da gibt es eine Spannung, dass die Sinnfrage von so unterschiedlichen Herkünften beantwortet wird, unterschiedlichen Narrativen, unterschiedlichen religiösen Überzeugungen, dass viele Leute beginnen dann zu der Sinnfrage eigentlich im öffentlichen Raum zu schweigen, ist auf eine gewisse Weise nachvollziehbar, weil man sagt, ich will mich dem nicht mehr stellen. Und je mehr man ein Verständnis hat davon, wir gestalten gemeinsam Gesellschaft, wir kommen gar nicht herum und wir müssen gemeinsam den öffentlichen Raum gestalten, desto mehr gebe ich mich ein, mit allen Anstrengungen, die es hat. Je weniger aber, dass das vorhanden ist, sondern eher im Sinn von, du schaust für dich, ich schaue für mich, desto vielleicht weniger habe ich auch den Eindruck, ich muss jetzt mit dir oder mit dir dann Sinnfragen diskutieren, weil das anstrengend wird, oder? Ja. Die Anstrengung nehme ich hin, wenn ich weiß, wieso das es wichtig ist, in einem gewissen Sinn, oder? Ja. Also die liberale Gesellschaft ist ja ein wahnsinnig großer Wert und ein großer Verdienst. Ja? Also ich glaube, die Zeit wird nie wieder hin zurückkommen, zu sagen, es gibt ein Sinnnarrativ für eine Gesellschaft. Ich sehe da auch, Säkularisierung ist auch gewachsen im Geist des Christentums, aber auch auf den blutigen Lektionen durch die Religionskriege. Aber Sinn hat ja auch damit zu tun, dass ich mit dir zusammenleben und zusammenarbeiten kann und auch diskutieren kann, obwohl wir nicht in allem übereinstimmen. Und da bin ich eher... Ich nehme eher wahr, dass wir in einer postchristlichen oder einer post-sinn-narrativen Gesellschaft leben, aber dadurch überhaupt nicht unbedingt toleranter werden, sondern noch intoleranter, weil wir alles direkt auf unsere Identitäten übertragen. How dare you? Wie kannst du es wagen, zu hinterfragen, was ich glaube oder was ich bin, wie ich mich fühle, weil das ist ja meine Identität. Und das halte ich für relativ gefährlich, weil die Orientierung am Sinn befreit mich von der alleinigen Orientierung an meiner Identität. Wenn ich sage, ich bin so oder so, ich empfinde so oder so, aber ich halte das und das für wahr, dann komme ich raus, zum Beispiel aus diesem Kampf um die Ethnien. Mir ist es jetzt relativ hier egal, ob du jetzt Berner bist oder Schweizer. Wir reden gerade über ein Thema, das ist unser Thema. Wir sagen nicht, sind die Deutschen cooler oder die Schweizer. Was ist das überhaupt für ein Argument? Also indem wir überhaupt Sprache sprechen, haben wir Menschen, wir setzen als Menschen, wie Habermas sagt, die ideale Sprechersituation, wir setzen die Möglichkeit voraus, dass man sich verständigen kann. Das heißt, es geht nicht so sehr, dass wir dann immer einer Meinung sind und erst recht nicht, dass wir alle eine gemeinsame religiöse Überzeugung haben, aber die Bedingung der Möglichkeit dieser Liberalisierung, die wir haben, die liberale Staat eine unglaubliche Errungenschaft ist eine grundsätzliche Orientierung an der Rationalität des Menschen und auch die wird ja bestritten. Wir glauben eigentlich nicht mehr, dass es wahr und falsch gibt, sondern wir glauben mehr oder mehr, das ist deine Story, das ist meine Story. Ich komme aus der Gruppe, du kommst aus der Gruppe und das ist höchst gefährlich. Ja, weil damit auch dann jede Meinung wird immer gerade ein potenzieller Angriff auf meine Identität. So ist Deswegen ist dann jede Meinung gleich auch offensiv. Auch wenn jemand dann eben vielleicht versucht, eigentlich im öffentlichen Raum mit rationalen Argumenten etwas darzulegen, wieso dass er das denkt oder der Überzeugung ist, dann kann das eben heutzutage, wenn man dieses Verständnis nicht mehr hat, sondern alles um die Identitätsfrage geht, immer gleich ein Angriff auf deine Identität oder auf Identitäten. Und das ist das, was wir tragischerweise beobachten in unserer heutigen Zeit. Ja.
Wir erleben das absolut, ja. Also auf Deutsch gesagt, du sagst, Vitamin C ist wichtig. Dann sagt jemand, damit greifst du alle Menschen an, die eine Vitamin C-Intoleranz haben. Ja. Nein, genau. tu ich nicht, weil an der Stelle geht es jetzt nicht um eine Identität. Ja. Aber ich merke es auch auf Social Media, auch wie wir als Menschen, auch junge Leute, wie wir diskutieren, es geht mehr und mehr in die Richtung. Ja, das ist ja als ausgrenzend gegen Vitamin D. Nein, es ist nicht ausgrenzend gegen Vitamin D. Das ist nochmal ein anderes Argument. Ja. Ja. Und deswegen ist Verbundenheit, vielleicht nochmal darauf zurückzukommen, Verbundenheit in einem Sinn von, wir haben gemeinsam Gesellschaft, wir gestalten einen Raum, wir suchen gemeinsam nach Sinnfragen und so. Ja. Also Sinnfragen und Verbundenheit ist unglaublich stark miteinander verbunden. Absolut, absolut. Das bisschen Tragische ist, dass alles immer auch biografische Gründe hat. Also tatsächlich lernt man zu argumentieren und auch tolerant eine andere Meinung stehen zu lassen in den ersten Lebensjahren. Letztendlich kann ein Mensch nur, wenn er selber sicher gebunden ist, einen anderen stehen lassen. Also was wir jetzt hier ein bisschen rational diskutiert haben, sind letztendlich tief psychische Sachen und deswegen blicke ich mit noch ein anderer Ausblick auf eines der anderen Themen, ich blicke mit großer Sorge auf diese völlige Idealisierung von frühkindlicher, außerfamiliärer Erziehung, dass wir sagen, es ist für ein Kind überhaupt kein Problem, möglichst schnell irgendwie in die Kita zu gehen. Ich glaube, dass es schon ein Problem ist. Ich glaube, dass wir die Kindheit viel stärker in den Blick nehmen müssten, weil da die entscheidenden Schwellen Weichen gestellt werden, auf jeden Fall für das Thema Verbundenheit. Wie Verbundenheit funktioniert, das lernen wir in den ersten Lebensjahren. Ja. Also insgesamt, mit Blick auf die Uhr, sind wir uns einig, dass Sinn, Verbundenheit und Schönheit irgendwie wichtig sein werden. Es sind die Zukunftsthemen, finde ich. Und dass die uns gemeinsam, wenn wir an diesen Themen dranbleiben, und das wäre vielleicht auch mal ein anderes Gespräch nochmal, was mache ich, um dahin zu kommen oder um das zu kultivieren, aber dass das eine Zukunft gibt, die erstrebenswert ist, die uns Motivation gibt, aktiv zu werden, selbst was zu tun, was zu verändern, uns zu engagieren. Und deswegen vielen Dank, Johannes, für das Gespräch. Hat super Spaß gemacht und danke für den Drink hier. Ja, bitte. Sehr gerne. Wenn euch das Video gefallen hat, gibt es nur 2 Dinge. Erstens, kauft mein Buch, das am 14.09. erscheint. Und zweitens, subscribe diesen großartigen Kanal.